Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt das ganze Video schon fertig gehabt und habe dann gesehen, dass das Aufnahmeprogramm die ganze Scheiße wieder nicht aufgenommen hat. Deswegen kann es sein, dass ich ein bisschen anders jetzt dran gehe. Kann sein, dass ich nicht so emotional werde, wie ich es gerade war, weil ich muss ehrlich sagen, nach dem ersten Mal gucken war ich sehr emotional. Nämlich, wir sind bei der Diesel Presents Ian Documentary, bei der Doku. Wie gesagt, ich habe das jetzt schon aufgenommen gehabt, 25 Minuten, alles raus. Ich mache es jetzt aber direkt hinterher, weil ich jetzt gerade noch so in dem Feeling bin. Ja, let's go. Ich muss halt ehrlich sagen, so finde ich finde so ein geiler ein Anfang für so eine Doku, ne? Have fun, have feelings. So geil. Oh meine Kanzlerin. Guckt euch guckt euch den mal hier unten an. Mega geil. Der hier. Oh, ist das Diesel? Das ist Diesel. Aber cool auch zu sehen, ne, dass die halt dass DJs halt wirklich da durchlaufen und sie, auch die Leute begrüßen und nicht dieses: „Ey, musst du Stage", sondern, ne: „Ey, moin, moin, ey, komm, lass Foto machen." Ähm, auch wenn es verrückt ist, dass er da mit seinem Trolley da durchläuft, ne? Junge, scheppert das wie blöd, ey. Ich muss sagen, die Jacke, die ist so 10 von 10, ne? Make some noise for Diesel presents Presents Ian. Geil. Auch wenn das ein bisschen komisch aussieht, aber sonst ist geil. Raufasertapete. Schön Zucchini, ey. Eigentlich bin ich hier gar nicht der Fan von, ne? Aber wenn ich das so sehe, ne? Wie der da am Zaubern ist, boah. Hab ich da schon Bock drauf. Geil, Händchen. Boah, boah. Guckst du das an, ey. Boah. Meister. Boah. Künstler, wie auch immer. Lecker. Lecker. Guckt euch das mal an, ne? Das ist eigentlich voll geil. So dieses Equip-Ding. Dieses Equip? Dieses Zimmer, dieser Raum, ne? Alleine wie er da sitzt. Also das könnte ich auf jeden Fall nie. Nie im Leben. Bro, da ist bei mir vorbei. Aber so mit geiler PC, geile, Bildschirme, ist schon cool. Da denke ich mir aber auch oft, ne, es ist also, früher habe ich mir immer gedacht so: „Ey, warum machen die das eigentlich mit Boxen?" Aber wenn man so überlegt, ne, du hast ja auf einmal so 'n ganz anderen, was heißt ganz anders, ne, aber du hast ja 'n anderen Sound, als wenn du mit Kopfhörer hörst. Ich dachte nämlich immer so: „Ja, okay, hä, mit Kopfhörer, du gehst dann andere Leute nicht auf 'n Sack", aber gut, da müssen sie halt mit leben, ne? Wenn sie mit 'nem Star zusammenleben, ist halt so. Aber, ähm, was ich bis jetzt auch geil finde, ne, dass du halt wirklich siehst, mit was die arbeiten und, also, mit was Diesel arbeitet
und wie er auch arbeitet. Das finde ich halt so geil, ne? Dafür finde ich Doku so cool. Immer wieder faszinierend, ey. Nine. Stellt euch mal vor, ey, das geht in meinen Kopf nicht rein, ne? Wie viele Menschen es da draußen gibt, die einfach so ein Programm öffnen, eine Melodie da reinspielen und sich denken, ja, okay, jetzt mache ich das dazu, jetzt mache ich dies dazu, jetzt mache ich dies und das und jenes. Ich kriege das in meinen Kopf nicht rein. Ich muss ehrlich sagen, ich habe selber auch schon mal versucht. So, aber bei mir, ich bin da halt anscheinend zu dumm für oder so. Ne? Oder was heißt zu dumm? Aber meine Kreativität fehlt da einfach für. Deswegen, ich bin da immer wieder fasziniert zu sehen, wie die einfach mit solchen Knopfdrücke, sag ich mal, so geile Melodien da zaubern können. Ne? Da habe ich jedes Mal riesen Respekt vor. 10? 10 tracks, is it? I thought that was more. Doesn't feel like that much. That's also 10 originals. 80% of Wird noch nebenbei gezockt. Haben wir noch eine Brille. Auch geil, ne? Hat da eine Brille liegen? Benutze ich aber nicht. Habe ich aber auch. Ein Shaker, man kennt's. Vape. Na gut. Ne, ich bin selber auch Raucher. So, ich bin bei Zigaretten geblieben. Muss ich auch irgendwann mal jetzt bald mal aufhören. Das ist halt erstens zu teuer und zweitens auch nicht gut für die Gesundheit. Merke ich halt selber bei meiner Lunge. Aber ich bin bei Vapes, bin ich da halt wirklich nochmal, klar, geilerer Geschmack und so. Aber bei mir klebt das alles zu, deswegen. Aber auch geil zu sehen, ne? Dieses Fitness-Lifestyle. Ich finde das sowieso so geil, wenn man überlegt, du hast so ein, wie geil connected dieses Hardstyle-Ding mit Fitness ist. Ich liebe das einfach. So, klar, ne, ist es auch geil dann, wenn du da irgendwie dir Sachen anschaust oder dann auch zu Veranstaltungen gehst und die ganzen Leute sind da halt durchtrainiert. Aber es macht ja auch Sinn. So, ich hatte ja selber meine Gymzeit, muss ich auch mal wieder anfangen, meine Gymzeit und fängst ja an und gehst so rein mit deiner normalen Musik. Dann irgendwann denkst du dir, ey, ich brauche irgendwas, was mich pusht. Dann machst du dir irgendwie Motivationsschild vielleicht an. Und dann kommst du ja irgendwann kommst du einfach zum Hardstyle, weil es dich einfach pusht. Und das ist halt so geil, ne? Dass das einfach so zusammenhängt. Das finde ich halt richtig geil in dem Aspekt. which I haven't played live ever. So that's scary. So you don't know how people are gonna react to it. Like this music is different from anything I've ever played before. Aber manchmal sind doch diese anderen Sachen geiler, sag ich mal, ne? Yeah, I wrote this song Manchmal. for a girl, and we would always play it and listen to it together. And the lyrics are just so raw, and I just really connected with everything that the lyrics have to say at the time. And I think it's just so beautiful. It feels like a love song, but it has like a hint of sadness, which is how it ended. Ended not super nice. Das ist halt schade, ne? Wenn du, ne, ich glaube, es ist nochmal wieder extrem geiler oder geil, wenn du da sitzt und sagen kannst, ey, den Track habe ich gemacht. Und mit diesem Track dann nachher dir Erinnerungen schaffen kannst. Aber wenn dann sowas ist, hittet das, glaube ich, nochmal krasser, ne? Dieses, ey, ich habe das jetzt die ganze Zeit mit ihr gehört oder, ne, es geht um die und es hat nachher nicht funktioniert. Und dann, da kannst du ja nur emotional werden. It's hard to describe, to put it into words, but like even writing the lyrics down and listening to the lyrics, it all just kind of all emotions just coming like floating back. Verrückt, ey. You hold me close when I'm scared, and the music's got me restless. And that's definitely how that love felt at the time. Es ist so And, deep, ne? Es ist so schön, Yeah, aber I auch felt really so deep. restless. I felt stressed, and she helped me a lot through that. So I don't look back on it badly or anything. It's still sad, but something beautiful came out of it. So Ich glaube, das ist auch eine Sache, die Menschen oder wir Menschen oder die Menschheit an sich eigentlich so lernen muss, ne? Dass du halt aus diesen krassen Verletzungen, sag ich mal, oder die Zeit, die hinter einem liegt,
dass du da so das Beste versuchst mitzunehmen einfach, ne? Wunderschöne Erinnerungen, vielleicht irgendwelche Sachen, die du gemacht hast, die dich halt gepusht haben, die dich gut fühlen lassen haben. So, aber ich meine, ne, das ist jetzt wieder großes Gerede, weil ich weiß selber, oft ist es einfach so, dass man halt wenn man in diese Emotions oder in diese Erinnerungen zurückfällt, bist du halt wirklich nur bei diesen traurigen Sachen, anstatt dass du sagst: „Ey, das war cool und dies war cool“, sondern du bist so: „Ey, ich vermisse das, ich vermisse dies.“ Und ich glaube, das ist so 'ne Sache, wenn man das hinkriegt, dass das Leben dann schon nicht einfacher ist, vielleicht aber auch doch, ne, sondern einfach, ja doch 'n bisschen leichter vielleicht ist. Can't be too upset. Aber schöne Shots, ey. Es zeigt halt wirklich dieses Normale. Diesel ist 'n normaler Mensch. Du hast nicht dieses, was du sonst immer hast, so dieses, dass du denkst: „Oh, okay, dicke Villa und, ne, nur das Schöne vom Leben“, sondern, ne, diese traurigen Sachen sind da jetzt schon mit drin. Du hast gesehen, okay, der hat so 'ne kleine Miniküche da, der Wäscheständer stand da noch irgendwo in der Ecke. Das finde ich halt so geil, dass du halt wirklich reingezogen wirst in dieses Behind the Artist. Mega geil. Geile Klamotten, ey. Ich feiere so Klamotten, ne? So 'ne Kleidung finde ich so cool. Ne, weiße Schuhe, so 'ne schwarze geile Hose, am besten noch so 'ne Cargo. Mega geil, grade weil die hier so luftig ist und hier unten zusammen. Mega geil. Geile Jacke. Boah, der Mann, ne, ich feiere so seinen Stil halt. Grade auch hier, ne, mit dem Ohrring. Diesel hat schon Drip. Also, muss man ja so sagen, ne? Sagt man das heute noch so? Keine Ahnung, ich bin zu alt dafür. Aber auch diese Shots, ne? Dieses totale Nervöse und das Gedanken machen. Sonst siehst du ja immer dieses okay, ne, wie so Shots, die gezeigt werden damit du so 'n kleinen Eindruck kriegst. Aber ich finde, du musst ja wirklich diese Shots haben, wo du wirklich siehst, dass der Artist am Grübeln ist und das finde ich, hast du hier bei Diesel halt, ne? Dieses Durchatmen, wenn du die Augen siehst, dieses, Nachdenkliche. Sonst siehst du ja immer nur diese Shots, wo die einfach nur da sitzen und du siehst, dass sie am Rattern sind. Aber es ist halt man kann mir nicht sagen, dass da nicht jeder Artist irgendwie sitzt und richtig am Durchatmen ist und seine Übungen vielleicht macht oder irgendwie so was macht, sondern du kriegst ja immer nur diese Sachen vorgesetzt oder gezeigt, wo die einfach nur da so, dumm dastehen dumm dasitzen, sage ich mal, oder hin und her laufen und, das war's dann, ne? Und dann wird da irgendwie 'ne Musik hintergesetzt. So, wenn man so 'n bisschen diese Emotionen auch sieht, so von wegen: „Ey, der ist nervös und dies und das.“ Das finde ich viel besser. Das vermisse ich halt bei vielen Dokus. Deswegen, die Doku ist mega. How do, man? Yeah? Well excited. Excited and nervous. It's the premiere, right? Da wüsste ich aber auch ehrlich nicht, ne? Wie willst du daneben sitzen? Ich durfte ja schon mal bei 'nem Artist sein, Backstage. Und es ist ja wirklich so die Sache, also, ich für meinen Teil, ich wusste nicht, wie ich da umgehen soll. Und ich weiß es heute immer noch nicht. Und das ist jetzt 2 Jahre fast her, glaube ich. Oder ein Jahr? Ein oder 2 Jahre her. Ich saß da einfach nur und habe mir das so angeguckt, ne, dieses: „Ey, er macht sich fertig, grübelt so 'n bisschen.“ So, und ich habe immer nur so gesagt: „Ey, du machst das, keine ne, mach dir keine Sorgen, reiß ab“ und so was. Ist wahrscheinlich auch gut so, aber ich weiß nicht, wie du da halt so chillen sollst, ne? Weil du hast ja diese Möglichkeit, dass du dich da hinsetzen darfst, hast du ja nicht immer gegeben. Und dann ist ja auch so dieses, ne, du willst den Künstler ja auch kennenlernen und du willst ja auch
irgendwie mit dem connecten, aber gleichzeitig ist auch dieses, okay, ich will den jetzt nicht auf den Sack gehen, weil der hat gleich 2 Stunden oder 1 Stunde oder halbe Stunde vor sich, wo er Vollgas geben muss und der ist jetzt in seinen Gedanken, vielleicht hat er seinen Ablauf oder sie, ne? Ist natürlich, egal. Und deswegen, da stelle ich mir halt so die Frage, was kannst du da am besten machen? Ob du dich da halt wirklich nur hinsetzt und wirklich die Atmosphäre genießt oder ob du sagst: „Okay, ich quatsche den jetzt einfach voll.“ You know, your objective of being a DJ is to kind of put the whole crowd in the mood. And I don't know how it's gonna go. I'm expecting the worst in terms of like crowd engagement, but yeah, we'll see what happens. I don't know. Aber auch geil, ne, wie Diesel redet, so dieses Nachdenkliche, seine Pausen, natürlich auch durch dieses Nervöse kommt das auch, aber das hatten wir ja vorhin auch. Er redet ja mit Bedacht. Nicht so wie ich zum Beispiel. Wenn ich hier laber, man sieht's ja oft, ne, dieses Hin und Her, gerade mit meinen Händen, ich versuche hier drum herum zu reden, verhaspel mich, blablabli, blub. Alles immer falsch, weil ich nicht weiß, was ich sagen will, aber ich will was sagen. Und dann gibt's halt diese Menschen, so wie Diesel, die ich halt sehr, sehr inspirierend auch finde, ja, die dann so dieses Nachdenkliche haben. Und da finde ich halt diese Unterhaltung immer cool mit, weil du halt dieses du weißt halt, er denkt da drüber nach, was er sagt und nicht dieses: „Okay, vielleicht auch witzig“ oder er redet jetzt einfach nur, damit geredet wird, sondern wirklich dieses Nachdenkliche und das auch Sinn macht. I think Finde ich the mega best thing cool. I can do is just go in there and feel what I do, what I've made, and enjoy that myself. 100%, 100%. Musst du auch. Ich finde, das musst du auch. Du musst dir auch denken: „Ey, scheiß drauf. Ich habe mir das jetzt so ausgedacht und wenn's entweder funktioniert oder es funktioniert nicht.“ Und ich glaube, zu 80 oder sagen wir 90% funktioniert's ja immer. So, auch wenn nur 'n paar Leute abgehen, das reicht muss ja dir reichen. Du musst dich, glaube ich, an diesen Sachen so 'n bisschen hochziehen und dann nach der Show irgendwann 'n paar Tage später sagst du dir: „Okay, vielleicht hätte ich das da so machen können, das so“, weil du siehst ja, was ankommt, was nicht ankommt. Ähm, aber auch dieses, glaube ich, von wegen, ähm, ja, ich male mir jetzt das Schlechteste aus, ist, glaube ich, auch nicht immer so das Geilste. Ihr merkt, ich sage oft „glaube ich“, einfach weil weiß ich nicht warum. Das wundert dich. Ähm, aber es ist ja so, ne, ich habe das auch zum Beispiel, ich hatte jetzt, letztens 'n Bewerbungsgespräch für 'ne höhere Stelle und da war ich auch so. Ich war ganze Zeit nervös und habe mir immer das Schlechteste ausgemalt, dass ich das dann nicht bekomme. Ich meine, ich habe es am Ende nicht bekommen, aber ich habe dieses Interview so gesehen bestanden und habe jetzt die Chance trotzdem irgendwann die Stelle zu bekommen. Und das ist halt, glaube ich, dieses dadurch, dass du dir die ganze Zeit so sagst, so von wegen: „Ey, du schaffst das nicht“, kommst du, glaube ich, irgendwann in diesen Kopf, dass du sagst: „Ey, gut, vielleicht schaffe ich's wirklich nicht.“ Ich glaube, du musst da so wirklich dieses Hin und Her oder, ne, dieses Mitte-Ding finden, aber das ist ja das, was ich auch vorhin schon sagte. Wir Menschen neigen halt wirklich mehr dazu, auf diese negative Schiene zu gehen, als auf die positive. Und damit macht das halt vieles schwieriger. The hunter becomes the hunted. Make some noise for Oh, da würde ich so in der Ecke kotzen, ne? Also Real Talk, wäre ich Diesel, du könntest mir dann einmal hinstellen, der wäre halb voll. Der war halb voll, der war hundertprozentig halb voll, weil, ey, du machst dir das ist ja natürlich, es ist dein Job, dass du die Crowd zum Abdrehen bringst, ne? Dass Leute dein Shit feiern. Das ist ja dein Job. Aber du bist ja du weißt ja nicht, was passiert, grade wenn du was Neues probierst. Boah, dann die normale Nervosität, die du ja sowieso immer versprühst. Also, kann mir keiner sagen: „Ey, für mich, wenn ich da rausgehe und keine Ahnung, wie viele Menschen vor mir sind, das ist easy.“ Kann mir nicht vorstellen. Außer vielleicht, du bist 'n kalter Penner. Aber, ne, du hast diese Nervosität, dann, dass du ja was Neues machst und. Zack, die Nervosität steigt und dann für mich persönlich wäre es noch dieses, okay, du musst da ja warten, du merkst, wie die Crowd abgeht bei jemandem,
bei dem Artist vor dir. Und ich finde, das gibt dann nochmal ein bisschen mehr Druck dazu. Boah, bei mir, da wird alles hochkommen. Alles. Diesel presents Eon. Live. Oh, ich liebe den Song immer noch, ne? Find den so geil. Ich glaube, so einen Dude da stehen zu haben, ist, glaube ich, auch richtig gut, ne? Nicht, dass er nur die Leute pusht, also, ne, die zur Show kommen, die Zuschauer, die Fans, sondern auch, dass er halt so dahin geht und sagt, ey, Bro, das machst du so geil, das Ding geht so hart und dies und das, ne? So, auch den DJ nochmal so ein bisschen pusht. Finde ich mega cool. Ich finde das so krass, ne? Du hast auf einmal, ich finde, auf einmal ist diese Eon-Show nochmal krasser. Ich fand die ja damals, ne, damals, wo ich die geguckt habe, vor einem Jahr ist das, glaube ich, jetzt her, dass ich die geschaut habe, fand ich die schon mega. Aber jetzt, wenn du weißt, was passiert ist, oder ne, auch mit diesem Wissen, ne, mit der Freundin, so wie diese reagiert, auch jetzt gleich, ne, das nehme ich schon mal vorneweg, Bro, ich finde, dadurch wird die Show auf einmal so viel krasser. Deswegen vielleicht auch ein bisschen schade, dass es danach erst kommt, die Doku. Das habe ich mich immer gefragt. Was machen DJs oder Artists nach einer Show? Manche gehen ja weiter, ne, stoppen gar nicht. Aber dieses Inhalieren, dieses Emotionen rauslassen und so, dieses Durchatmen, dieses Revue passieren lassen. Hammer. Wie gesagt, ich finde, Diesel hat so, wenn du den siehst, ne, du merkst halt, das ist ein Top-Mann. Das ist ein Top-Mann. Mann, das war eine 10 von 10, Mann. Alleine da, boah. Oh, Bro, das ist so schön auch, ne? Auch herzzerreißend, aber auch gleichzeitig so schön, ne? Zeigt halt, ne? Es ist nicht einfach nur ein Job, es ist nicht einfach nur stell mich dahin, gehe eine halbe Stunde ab. Sondern es bedeutet halt mehr für die Artisten und so. Wunderschön. Aber ich fand, wenn man sich Eon anguckt, hat man das aber auch gesehen, fand ich. Das habe ich, glaube ich, auch damals gesagt. Ich hoffe, dass ich das damals gesagt habe, sonst Schere. Aber, ne, du hast wirklich gemerkt, dass er diese Musik halt richtig fühlt. Ich meine, das mit dem Tränen habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Aber jetzt, das danach zu wissen, boah. Es hittet anders dann.
Für mich eine goated Show. Ehrlich, das war Hammer. Ja, so schnell kann es gehen. Und das ist ja auch, glaube ich, eine Sache, die du als DJ vielleicht auch lernen musst, ne? Wenn du irgendwas Neues machst, vielleicht wird es nur eine Handvoll gefallen von den 1000, die da vor dir stehen. Aber davon musst du dich vielleicht festhalten. Aber wie gesagt, also ich finde die Doku so wunderschön. In der kurzen Zeit kriegst du so viel Input, finde ich, und lernst den Artist kennen, das, was eine Doku auch zeigen soll. So, ne, du lernst ihn kennen, du lernst so ein bisschen, ne, dieses behind the Artist halt, das finde ich halt sehr cool. Aber auch gleichzeitig so behind Ion. Deswegen, ich finde die Doku für diese 11 Minuten 10 von 10. Also ich finde, das macht mega Spaß zu schauen. Ich guck's jetzt zum zweiten Mal und war jetzt gerade fast schon wieder am Heulen, weil das halt so cool, cooler Schnitt, cool die Musik drunter gelegt, ne, aber auch dieses Menschliche halt zeigen. Du siehst den Artist halt, ne, es ist halt, das ist Diesel, warm. Er lebt nicht in einer dicken, fetten Villa, sondern in so einer gefühlten kleinen Zweiraumwohnung, wenn nicht, Dreiraumwohnung, ne, Küche, Dingenzimmer und Schlafzimmer. Macht da seine Musik. Und ne, man lernt so dieses dahinter kennen und das finde ich halt so, so geil gemacht. Deswegen ist es sehr cool. Also, ich finde die Doku sehr mega. Real Talk. Und so muss ein Doku auch sein, dass du alles so siehst. Kurze Ausschnitte von dem Dingens, damit du auch, aber auch nicht mit der Musik, die du da hörst, sondern mit der Musik, dass du da einfach Musik hinterlegst. Mega geil. Aber auch zu sehen, dass halt der Artist emotional ist, was ich ja vorhin schon sagte, das musst du einfach reinbringen. Nicht dieses Gestellte mehr. Oft hast du dieses Gefühl, das ist alles so gestellt und ja, jetzt für die Bilder. So, hier hast du wirklich gesehen, ey, das bedeutet dem mehr. Du siehst halt wirklich und kriegst auch noch mal ein bisschen mehr dieses Gefühl, wie emotional die Artisten zu ihren Songs hängen. Aber auch gleichzeitig ist ja so dieses Emotionale auch bei uns so. Bei uns Fans ist ja genauso, ne? Du gehst da rein, weißt nicht, was auf dich zukommt. Also in den meisten Fällen weißt du nicht, was auf dich zukommt. Und dann werden da Songs gespielt, die dir auf einmal, ne, die dich zum Lachen bringen, die dich zum Ausrasten bringen, zum Partymachen bringen. Aber auch welche, die dich einfach total runterholen, ne? Die dich chillen lassen, vielleicht, also die dich, ne, runterfahren. Welche, die richtig geil Euphorie rausholen. Oder halt, die dich verdammt traurig machen. Und das finde ich halt so geil. Und deswegen liebe ich auch Musik einfach so. Bei mir ist es, glaube ich, auch, ich bin nochmal, glaube ich, einer, der durch, merkt man natürlich, ne, ich bin so dieses Soundsmäßige, also diese Melodien und sowas, holen mich ja direkt ab. Ich glaube, deswegen ist es bei mir so ein bisschen schlimmer, oder ich kann darauf besser eingehen, sag ich mal so, auf dieses Emotionale. Aber das haben ja viele da draußen. Und ich glaube, das wissen die DJs manchmal. Oder auch Artists, ne? Oder Artistinnen. Ne? Ich sage das ganze Zeit in der männlichen Form, aber ich denke, man checkt das, was ich hier natürlich alle meine. Das ist halt. Jetzt habe ich mich rausgekickt, ne? Das meine ich nämlich. Ich denk nicht wirklich nach beim Reden, sondern ich will einfach nur raushauen. Ja, dass wir alle gleich fühlen. Oder dass halt nicht nur der DJ oder Artist halt nur seinen Song fühlt, sondern andere auch. Und vielleicht sogar andere sogar mehr als die Person selbst. Das finde ich halt so geil an Dingens. Und ich finde, da kann jeder da draußen stolz sein, der da so eine Kunst, und Musik ist einfach Kunst, raushaut. Genauso Kunst wie diese Doku. Wie gesagt, geile Shots, geile Musikunterlage, geile, ne, man hat wirklich gesehen und diese auch kennengelernt, auch ein bisschen was von Ion kennengelernt. Finde ich mega geil. Deswegen 10 von 10 Doku und dann sehen wir uns in der nächsten Reaction wieder. Keine Ahnung, was es sein wird. Ich hoffe, es gibt mehr solche Dokus. Wenn ja, schickt die mir unten rein. Egal zu welchen Artisten. Und dann werden wir uns da wieder sehen. Sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.